deutschen Volksgenossen. Am Anfang war die Idee, nicht die Tat, wie man so oft hört. Denn die Tat ist ja erst die Verwirklichung einer Idee. So steht auch am Anfang unserer gesamten Bewegung. Der Gedanke, die Idee, dass in diesem furchtbaren Chaos, das der 8. November hinterlassen hat, ein neuer Gedanke sich durchringen müsste, um Deutschland wieder herauszuführen aus Not und Elend. Dieser Gedanke richtet sich ganz zielsicher gegen die Gewalten, die den Weltkrieg verschuldet haben. Denn hinter den kriegführenden Mächten sehen wir aufsteigen das grinsende Gesicht des Juden, der mit seinem Geld die Welt in diesen Krieg hineingehetzt hat. Brechung der Zins, Knechtschaft war daher die Parole, die wir gewählt haben für diesen Kampf gegen den Gott Mammon, gegen das Ungeheuer, das geradezu alle Völker gefressen hat. Nicht umsonst ist es daher, wenn Adolf Hitler die Parole Brechung der Zinsknechtschaft in den Mittelpunkt unseres Parteiprogramms hineingestellt hat. Ich selbst habe ja im Beginn dieser gesamten Zeit treu zu Hitler gestanden. Wir sind damals noch nicht bekannt gewesen, als er das Manifest schrieb. Erst als Dietrich Eckart, unser verstorbener großer Dichter, mit mir bekannt wurde, haben wir dann gemeinsam im April 19 in Hunderttausenden von Exemplaren Flugblätter in München hinausgeworfen, die die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gefunden haben. Es entstund dann das Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft, das bekannte Heftchen mit der Krallenhand, das heute den Weg in die weite Welt gefunden hat. Und schließlich trafen wir dann zusammen in den Aufklärungskursen, die von dem Generalkommando eingerichtet worden war, um die Soldaten und Offiziere der Weißen Armee, die München befreit hatten, zu unterrichten über diese Dinge der Wirtschaft, die nun einmal gekannt werden müssen, wollen wir aus dem wirtschaftlichen Chaos in ein freies Deutschland hinüberkommen. So auch war es in jedem Aufklärungskurs, dass Röhm, Epp, Frank, Adolf Hitler, Hermann Esser in meinen Vorlesungen saßen, und von jener Zeit an gilt diese innig verbundene Schicksalsgemeinschaft von uns Ältesten der Bewegung. Es entstunden dann eine Reihe von anderen Schriften aus meiner Feder. Der Staatsbankerott, die Rettung, in dem ich den Widersinn staatliche Finanzwirtschaft, die Anforderungen des Staates zu decken durch Schuldenmachen aufzeigte. Ein Jahr später erschien dann das sehr viel beachtete Buch Der kommende Steuerstreik, neue Wege in Staat, Finanz und Wirtschaft. Inzwischen begann dieser unerhörte Kampf um die Erringung der Seelen in ganz Deutschland. Es hat ja 5 Jahre gedauert, bis wir so weit waren, um zum ersten Mal unsere Hand ausstrecken zu können nach der politischen Macht. Am Tage des 8. November erschien auch das Standardwerk für unsere damalige Bewegung, der deutsche Staat auf nationaler und sozialer Grundlage. Das Werk, dem Adolf Hitler das Vorwort gewidmet hat. Damit hat die Bewegung ihren Katechismus gefunden. Der 9. November 23, der uns die Macht in Deutschland geben sollte, war der schwerste Tag für die Bewegung. Mit diesem Tag ist aber doch unsere Bewegung geheiligt worden durch das Blut der Opfer an der Feldherrnhalle. Gewiss, es waren die furchtbarsten Stunden für uns alle, die wir diesen Feuerüberfall an der Feldherrnhalle miterleben mussten. Wir, die wir in vorderster Linie, wie immer, bei Nationalsozialisten kämpfen, stehen die Führer der ersten Linie, mitgemacht haben. Bis wir dann uns wieder zusammenfanden, vergingen Monate und Jahre in Gefangenschaft, draußen, im Ausland, bis wir wieder zusammentraten, unserem Führer aufs Neue die Treue bekräftigend. Die Reichstagswahl 1924 brachte uns die politische Unterlage im Reichstag. Mit 32 Mandaten zogen wir ein. Gewiss, der Abfall im Dezember 24 nährte die Hoffnung unserer Gegner, als ob diese gewaltige Welle abflauen würde. Sie hatten sich getäuscht. Und in unermüdlichem Kampf zogen wir nun hinaus in Deutschlands Gaue, eroberten Deutschland Stadt für Stadt und Land für Land und Dorf für Dorf, bis wir jetzt vor den Toren der politischen Macht stehen. Inzwischen war auf der politischen Bühne abgerollt das Unheil des Dorfpaktes, der Dorfpakt angenommen von den Novemberparteien bis herüber
so der Hälfte der Deutschnationalen. In weiterem Verlauf, als die Hochfinanz sah, dass auch dieser Pakt nicht genügte für sie, hatte man dann den Jöng-Plan ausgeheckt. Auch der Jöng-Plan ist gegen unseren schärfsten Kampf durchgeführt worden. Und heute sieht die ganze Welt, muss einsehen, dass die verfemten Nationalsozialisten Recht gehabt haben. Inzwischen wuchs das Heer des Hakenkreuzes und nunmehr stehen wir, ich wiederhole das, vor den Toren der politischen Macht. Während draußen alles zusammengebrochen ist, ist unsere Bewegung diejenige, die nunmehr das Recht auf die Führung im Staate beansprucht. Nun tritt allerdings die Schicksalsfrage an uns heran. Wie wollt ihr nun die euch gegebene politische Macht ausnützen, um Deutschland wieder zur Ehre, zur Freiheit, zur Arbeit zu führen? Und so wird auch im Mittelpunkt der Staatsaufgabe des kommenden Reiches stehen die Frage der Arbeitsbeschaffung. Arbeitsbeschaffung an sich. Oh, wir haben viel Arbeit zu leisten und zu schaffen. Unendliches ist zerstört worden. Unendliches schreit nach Aufbau. Unser Straßennetz muss ausgebaut werden. Wir haben dafür zu sorgen, dass die Binnenwirtschaft ganz wesentlich verbessert wird gegenüber einer fantastisch ausgeweiteten Auslandswirtschaft. Denn auf je 2000 Mark Einfuhr wird eine deutsche Arbeiterfamilie brotlos. Man möge das nie vergessen bei all den Betrachtungen außenhandelspolitischer Art. Erst kommt mein Volk und dann die anderen alle. Erst meine Heimat, dann die Welt. Es ist viel wichtiger, dass ein deutscher Arbeiter Arbeit findet, wie dass irgendein Jude im Welthandel draußen seine Profite und seine Prozente einschreibt. Das, um was es sich nun ganz besonders aber drehen wird, ist die Frage der Finanzierung der Arbeitsbeschaffung. Der Herr Reichskanzler Dr. Brüning hat es für geschmackvoll befunden, in seinen sämtlichen Rundfunkreden mit ziemlich abfälliger Gebärde über das sogenannte Federgeld zu sprechen. Ich danke ihm dafür, denn ich hätte mir keinen besseren Propagandisten unserer Gedankengänge und meines Namens denken können wie den Herrn Reichskanzler. Heute weiß die ganze Welt vom Federgeld. Ob die Welt damit einen Begriff verbindet, ist an sich nebensächlich. Es ist heute schon so geworden, dass wenn von der Regierungsseite gegen uns etwas gesagt wird, mit weiters die größte Menge sagt, dann werden die Nationalsozialisten bestimmt Recht haben. Ich danke ihm dafür. Doch, was versteht man unter Federgeld? Federgeld ist heute zum prototypischen Begriff geworden für die produktive Kreditschöpfung. Man muss wissen, es gibt überhaupt nur zwei Möglichkeiten der Finanzierung öffentlicher oder privater Arbeiten. Entweder den kapitalistisch-liberalistischen Anleihewahnsinn, der unrettbar, wir haben das ja alle erlebt, in Zinsknechtschaft hineinführen muss, oder die Loslösung von Zinsknechtschaft, Finanzelend und Steuerqual und an dessen Stelle die alten nationalsozialistischen Gedankengänge der produktiven Kreditschöpfung, wie ich es immer verlangt und gepredigt habe, wie wir es bereits im Jahre 24 im Reichstag in unserem Antrag zur Richtung sozialer Bau- und Wirtschaftsbanken durchgeführt sehen wollten, wie es jetzt der neue Ministerpräsident für Oldenburg durchzuführen beabsichtigt. Dazu gehört natürlich, dass wir die Banken verstaatlichen. Schon wie einmal der Herrgott, schon wie einmal Christus die Juden aus dem Tempel hinausgejagt hat, so werden auch wir die Juden aus den Banken hinausjagen und das gesamte Geld- und Kreditwesen verstaatlichen. Das ist die Voraussetzung für die Brechung der Zinsknechtschaft. Produktive Kreditschöpfung bedeutet, dass vom Staate ausgegangen zur Finanzierung der großen öffentlichen Arbeiten von dem Geldschöpfungsrecht des Staates Gebrauch gemacht wird, ohne dass von vornherein alle Neuschöpfungen mit schwersten Zinsen und Lasten belastet werden. Mit anderen Worten, es ist zweifellos klar, dass wie auch schon die Banken früher den Aufbau der deutschen Wirtschaft finanziert haben, indem sie Kredite gaben, und zwar Kredite, die sie noch keineswegs in bar darliegen hatten, wird es der kommende Staat durchaus ermöglichen, dass wir in der gleichen geschehenen Art und Weise, auch von Staatswegen, im Interesse der Nation, im Interesse der Arbeit, die Arbeit finanzieren werden. Brechung der Zinsknechtschaft ist nun einmal das Weltgeschrei und in klarster Erkenntnis hat unser Führer auch diese Arbeit, diese Aufgabe in den Mittelpunkt des Parteiprogramms hineingestellt. Und Sie sehen auch, dass ich durchaus der Meinung bin, dass die Erkenntnis, dass das Wissen die Voraussetzung für die Tat ist, dass aber die Tat nicht getan werden könnte, würde es nicht ein gewaltiger politischer Wille davor spannen.
erzwingen wird, was wir alle mit heißem Herzen ersehnen. Wir sind das Heer vom Hakenkreuz. Hebt hoch die roten Fahnen der Deutschen.